Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Nachdem ich kürzlich ein Foto der neuen Room-Tiles aus meinem Modular Dungeon Kickstarter gepostet hatte, bekam ich jede Menge Fragen, wie denn solche Lichteffekte gemalt werden. Daher jetzt ein weiteres Quick, Dirty and Easy Tutorial rund um Licht- und Leuchteffekte. Um einen Lichteffekt malen zu können, muss man ihn zunächst verstehen. Licht ist an seiner Quelle am hellsten und strahlt von dort in gerader Linie ab. Entsprechend ergibt sich daraus, welche umliegenden Flächen von der Lichtquelle angestrahlt werden und somit aufgehellt bzw. vom Licht eingefärbt sind. Um das an einem ganz einfachen Beispiel zu zeigen, nehme ich eine Runenfliese und ein Wandstück aus meinem Modular Dungeon System. Das baue ich dann kurz zusammen und bemale es nach meinem üblichen Fantasy-Farbschema. Wie das genau geht, könnt ihr im oben verlinkten Tutorial nachschauen. Für dieses Tutorial bzw. um schnell einen Leuchteffekt zu malen, braucht ihr natürlich die Farbe eurer geplanten Lichtquelle. In meinem Fall ist das dieser Grünton, aber natürlich geht auch jede andere knallige Farbe. Und dann noch ein Weiß zum Aufhellen. Achtung! Solltet ihr Rot als Lichtquelle verwenden, müsst ihr zum Aufhellen Gelb verwenden, da Rot und Weiß nämlich ein Rosa ergeben würden. Bei meiner Bemalung habe ich die Fläche, aus der später das Licht kommen soll, ausgespart. Ansonsten sollte man sie zunächst mit Weiß bemalen, damit die nachfolgenden Farben stärker leuchten. Ganz genau muss das aber alles nicht sein, schließlich geht es hier um Tabletop-Gelände und nicht um Vitrinenmalerei. Als erstes werden nun die Stellen, aus denen später das Licht strahlen soll, mit der Hauptfarbe bemalt. Dann verdünnt ihr diese Farbe mit etwas Wasser oder einem passenden Medium, bis sie nur noch schwach deckt. Die Deckkraft könnt ihr am besten auf eurer Haut testen. Mit dieser verdünnten Farbe wird dann die Umgebung rund um die Lichtquelle bemalt. Beginnt nahe der Lichtquelle und zieht die Farbe dann nach außen, damit sie dünner wird. Den Rand könnt ihr dann mit einem sauberen und leicht angefeuchteten Pinsel weich ausfächern. Streng genommen strahlt das Licht hier zwar nicht wirklich hin, aber es verstärkt später den optischen Eindruck, dass hier was leuchtet. Danach sind die Flächen dran, die tatsächlich vom Licht angestrahlt werden, in diesem Fall die Mauer. Die zweite Ziegelreihe bekommt am meisten Licht ab, entsprechend hier also etwas mehr Farbe bzw. eine zusätzliche Schicht auftragen. Hierzu drehe ich aber das Geländestück, damit die sehr flüssige Farbe nicht entsprechend der Schwerkraft runterlaufen kann. Wer möchte, kann hierfür auch eine zweite, dunklere Farbe als die Grundfarbe verwenden. Gerade auf größeren Flächen sieht das noch etwas interessanter aus. Für die Leuchteffekte auf dieser Spielplatte habe ich zum Beispiel zwei verschiedene Blautöne verwendet. Jetzt wird der Rand rund um die Lichtquelle nochmals mit der verdünnten Farbe bemalt. Denn je näher sich eine Fläche an der Lichtquelle befindet, desto stärker wird sie angestrahlt bzw. leuchtet sie. Als nächstes wird die Grundfarbe mit etwas Weiß aufgehellt, etwa um 30–50%. Diese Mischung wird wieder verdünnt, um damit die eigentliche Lichtquelle zu bemalen. Denn die muss ja heller als die angestrahlten Flächen in der Umgebung sein. Je nach Geschmack werden die Kanten rund um die Lichtquelle auch noch mit dieser Farbe etwas aufgehellt. Bei größeren Flächen empfiehlt sich hierfür übrigens ein Trockenbürstpinsel. Auf dieser Spielplatte habe ich alle hellen Stellen übrigens nur trocken gebürstet. Hellt die Farbe dann noch weiter mit dem Weiß auf, verdünnt sie gegebenenfalls nochmal und bemalt damit nur noch das Innere der Leuchtquelle. In diesem Fall also die Rune selbst. Ist euch der Leuchteffekt drumherum noch zu schwach, bürstet mit dieser Farbe und einem weichen Pinsel nochmals ganz vorsichtig um die Lichtquelle herum trocken. Und zwar immer von innen nach außen, also genau wie das Licht strahlt. Hält damit nach Wunsch auch nochmals die angestrahlten Bereiche auf. Aber unbedingt ganz vorsichtig dabei sein. Nehmt dann das reine Weiß, verdünnt es, schnappt euch einen feinen Pinsel und bemalt damit das Innerste der Lichtquelle.
Setzt also wirklich nur noch dort dezente Striche oder Punkte, wo das Licht am hellsten strahlt. Danach geht es nur noch um letzte Korrekturen und ob ihr mit der Leuchtkraft zufrieden seid. Hält also zum Beispiel noch ein wenig die Kanten auf oder verdünnt den ganz hellen Grundton zu einer Lasur, um damit die Übergänge feiner zu machen. Tja, und das wär's auch schon. Ein Leuchteffekt ist also wirklich einfach zu malen. Klar, für ein Vitrinenmodell reicht diese einfache Technik nicht, aber hier geht's ja auch um Tabletop-Gelände. Ich hoffe, dieses Tutorial hat den ein oder anderen von euch erleuchtet. In jedem Fall viel Spaß beim Nachmalen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!